Das Wasser stand im Bremszylinder. Gleicher Anblick wie auf der hinteren Seite. Ja, wir haben jetzt eigentlich festgestellt, dass wir die letzten Kilometer eigentlich nur noch mit, wenn überhaupt, halber Bremskraft an der Hinterachse gefahren sind. Ist der Rhythmus meines Lebens. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Apple on the Road. Wir haben ja vermutlich einen Radbremszylinder hinten links, der Flüssigkeit verliert bzw. Öl verliert. Ich habe jetzt gerade mit dem Chef gesprochen. Wir sind ja hier noch bei der Polizei auf dem Polizeiparkplatz und er hat gesagt, ja, das ist gar kein Problem. Ich kann das hier auseinanderschrauben und versuchen zu reparieren. Jetzt fange ich mal an, das linke Rad runterzuschrauben. Gut, dass wir das mal machen, weil ich stelle gerade fest, dass wir nicht mal, also wir haben so viel Werkzeug dabei, Verlängerungen und Zeug, aber das reicht nicht mal aus, um die Radmuttern aufzumachen. Also solange wir hier in Antigua sind, muss ich auf jeden Fall noch irgendwas schweißen lassen, was Großes, damit wir auch die Radmuttern aufkriegen, wenn wir mal einen Platten haben, weil sonst ist das echt blöd. Schaut mal, das ist ein Drehmomentverstärker. Jetzt kommt hier die Ratsche rein und hier ist irgendwie eine halbe Umdrehung, ist hier eine Viertelsumdrehung oder irgendwie so. Und da kriegt man mehr Bums, weil die eine Schraube hockt richtig fest. Also wir haben jetzt alles auseinandergebaut. Hier haben wir die Antriebswelle, Bremstrommel von innen und hier drüber sieht man den Radbremszylinder, wie er pisst. Und alles ist voll mit so Öl, Fett, Schleim. Jetzt haben wir auch unsere Bremssättel mit Beläge raus. Die Beläge sehen eigentlich noch gut aus, aber der Witz war der rechte. Der rechte war hier unten drin komplett festgerostet und hat gar nicht mehr mitbremst. Und auf dem linken ist die Flüssigkeit da von der Bremsflüssigkeit drauf. Das heißt, da hat auch nicht mehr viel mitbremst. Das heißt, wir waren auf der rechten Seite bremsenlos. Jetzt wird es langsam zu dunkel. Ich habe das meiste sauber. Morgen fällt mir noch die Bremstrommel, dass ich die richtig sauber mache. Es sind nicht so viele Teile, wie ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, dass das viel mehr Zeug ist, aber es geht jetzt eigentlich. Bremsbeläge sind noch relativ ziemlich gut, würde ich behaupten. Und hier habe ich jetzt das auch mal alles schon richtig sauber gemacht. Ja, jetzt muss ich morgen noch den Bremszylinder mehr schleifen. Ich hoffe, ich kriege den noch hin, weil der hat schon ganz schöne Riefen drin. Und ja, die Bremsleitung muss die Mutter wieder drauf. Der nächste Morgen hat gleich damit angefangen, dass ich das Mikro nicht richtig eingesteckt hatte. Daher kann man jetzt nicht hören, was ich sage. Aber es ging darum, dass die Bremsleitung ja festgerostet war in der Mutter. Und als wir die rausgedreht haben, ist die abgerissen. Ich schnapp mir jetzt das Moped und mache mich auf die Suche nach so einem Börtelgerät oder nach einem Mechaniker, der vorbeikommt und mir die Bremsleitung wieder da vorne drauf börtelt. Solamente solo 1000. Gracias. Llegas al final, derecha, izquierda, sí. A 4 casas, sí. Venden herramienta mecánica. So, nachdem ich jetzt heute kein Börtelgerät mehr auftreiben konnte, und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, das ist hier hinten die Sattelplatte. Die
Die mache ich jetzt als nächstes alles noch sauber, damit, wenn wir das Bördelgerät haben, damit wir es wieder zusammenbauen können. Jetzt haben wir alles, wirklich alles sauber. Könnt mal gucken, so sieht jetzt der Bremszylinder aus. Also den haben wir jetzt wirklich mit Nassschleifpapier, haben wir da alle Unebenheiten rausgeschliffen. Die Bremssättel haben wir gewaschen. Jetzt tue ich noch ein paar Sachen lackieren, also nicht lackieren, aber einfach wieder mit Grundierung einsprühen. Und dann warten wir, ob morgen derjenige kommt, der uns endlich unsere Bremsleitung bördelt. Und wenn das noch gemacht ist, bauen wir zusammen und machen wahrscheinlich die andere Seite. Mal schauen. Also in den Ländern muss man sich halt daran gewöhnen, dass es alles ein bisschen länger dauert. Ich denke, ich bin jetzt eigentlich den ganzen Tag nur durch die Gegend gefahren. Und das Witzige ist irgendwie, die Ersatzteile, die Gummis, habe ich relativ gut bekommen. Aber jetzt habe ich den ganzen Tag nach dem Bördelgerät für die Bremsleitung gesucht. Und jetzt habe ich einfach Mechaniker gebraucht, die entweder vorbeikommen oder mir das ausleihen. Und da haben wir jetzt 2 Optionen für morgen. Ist praktisch, wenn man sowas dabei hat. Aber man weiß auch immer gar nicht so richtig, was man alles mitnehmen soll am Anfang, wenn man so losgeht. Nachdem ich jetzt gestern in der ganzen Stadt nach dem Bördelgerät gesucht habe und nichts gefunden habe, hat mein Schrauberkollege Stefan das heute in der Ferreteria gefunden. Da fahre ich jetzt mal hin, kaufe das. Noch ein bisschen Bremsflüssigkeit brauchen wir auch. Ja, dann hoffen wir, dass wir nachher alles zusammenbauen können. Jetzt noch die Bremsflüssigkeit und dann können wir in Zukunft unsere Bremsleitung selber machen. So, next step. Bremsflüssigkeit haben wir auch. Also 1 Liter Bremsflüssigkeit waren jetzt 43 Kesal, das sind 5 € für 1 Liter Bremsflüssigkeit. Das ist, glaube ich, echt in Ordnung. Ja, jetzt fahren wir zurück, bauen alles zusammen und hoffen, dass alles funktioniert. Für alle, die jetzt so einen Radbremszylinder noch nie von innen gesehen haben, also das hier ist der Radbremszylinder. In der Mitte kommt die Feder. Und dann kommt nach rechts außen kommen die verschiedenen Einzelteile. Einmal so ein Kunststoffding, das in dem Gummi hier drin läuft. Auf dem Gummi außen drauf, praktisch so, läuft der Aluklotz. Das hier ist die Staubabdeckung außen auf dem Zylinder. Und das ist der Bolzen, der die Bremsbacken auseinanderschiebt. Also das Ende ist praktisch so. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Einmal die Kunststoffkappe, einmal der Dichtungsgummi, der Aluklotz, hierauf kommt die Staubkappe und hier rein kommt dann wieder der Bolzen. So, für die ganze Geschichte habe ich so ein Spezialfett besorgt, so mit Silikon, das extra hitzebeständig ist. Und dann wird der Zylinder innen drin schön mit Fett, die Dichtungsgummis werden mit Fett eingeschmiert. Und dann alles wieder ordentlich zusammengebaut. Dann haben wir natürlich alles wieder zusammengebaut, so wie es vorher war, und die Bremse getestet bzw. den Zylinder getestet, ob er dicht ist. Man sieht jetzt auch, der obere Abdeckkappe, die Staubkappe rutscht runter, die haben wir dann noch mit einer Schelle befestigt. Aber alles in allem lief die Bremse wieder schön und es hat eigentlich echt gut ausgesehen.
So, was auch noch wichtig ist, und das ist eigentlich das Heikle an der ganzen Geschichte, das hier sind die Muttern, mit denen man praktisch die Radlager anzieht, und wenn man das zu fest anzieht, dann kann das Radlager wohl zerreißen, und wenn man es zu wenig anzieht, dann wackelt das Rad nachher. Wir haben das jetzt nach Gefühl festgezogen, weil wir natürlich keinen so einen Schlüssel haben. Es gibt wohl so eine Faustregel, fest anziehen und dann 1/6 Umdrehung öffnen, und dann sollte das wohl gut sein. Aber jetzt, wir lassen das jetzt mal so, und in 150 Kilometer bocke ich ihn dann nochmal auf und schaue das nochmal nach. Ja, ich warte. Wir schneiden gerade eine Dichtung für das, damit wir das nicht mit dem Kleber wieder machen müssen, also mit der Dichtmasse. Dann haben wir die Antriebswelle natürlich wieder eingebaut, aber bevor wir die Reifen dann drauf gemacht haben, habe ich noch das ganze alte Fett weggemacht, das da zentimeterweise auf der Achse hing. Und alles natürlich noch abgeschmiert. Jetzt ist leer. Scheißdreck. Aus Liebe zum Camping. So, das war's für heute. Mal wieder schön geschraubt. Es ist alles soweit dicht bis jetzt. Die Bremse geht noch ein bisschen schwer beim Aufmachen, aber nur zum Schluss. Das ist wahrscheinlich von der anderen Seite, aber die machen wir ja auch noch. Ich mache jetzt noch die Räder drauf und dann räume ich alles auf. Und ja, reicht für heute. Man sieht aus wie Sau, wie immer beim Schrauben, aber ja, es hat Spaß gemacht und gut funktioniert. Wir haben gestern die zweite Seite auseinandergenommen, die Beifahrerseite. Leider war das so schwierig, dass es mit der Filmerei gar nicht mehr geklappt hat. Also eigentlich dachten wir ja, die Fahrerseite, also die andere Seite, die wir zuerst gemacht haben, wäre die schlimme. Aber das war sie nicht, die hier war bei weitem schlimmer. Also das Wasser stand im Bremszylinder und der obere Bremsbacken, den haben wir nicht mal mit einem Abzieher runtergekriegt. Das war nur mit Einsprühen, WD-40, Klopfen, machen und tun, und man muss ja aufpassen, dass nicht der Bremsbelag dann bricht und abfällt. Und das hat wirklich, ich glaube, 1,5 Stunden gedauert oder so, um den oberen runterzukriegen. Auf jeden Fall ist mal das Fazit von jetzt. Das Beste war, beide Seiten jetzt zu machen, reinzuschauen. Und ja, wir haben jetzt eigentlich festgestellt, dass wir die letzten Kilometer, wer weiß wie lange, eigentlich nur noch mit, wenn überhaupt, halber Bremskraft an der Hinterachse gefahren sind. Ich habe jetzt das gestern Abend noch ein bisschen sauber gemacht. Der hier sieht jetzt schon deutlich besser aus. Man sieht, es läuft immer noch das Wasser raus. Und das ist so verrostet hinten an der Bremsleitung, dass wir den jetzt nicht mal komplett ausbauen können, weil ich die Muttern nicht herkriege. Wenn wir nämlich die Mutter schrotten, dann ist vorbei, dann können wir gar nichts mehr machen. Daher lassen wir den jetzt hier unten hängen und schleifen den auch mal so richtig aus, wie wir es auf der anderen Seite gemacht haben. Schlussendlich haben wir auf der Seite alles genauso gemacht wie auf der anderen Seite. Wir haben damit angefangen, die Zylinder wieder richtig auszuschleifen, beziehungsweise den Zylinder wieder richtig auszuschleifen. Haben die Bremssättel und alles wieder sauber gemacht. Mit Grundierung angesprüht, damit sie nicht gleich wieder rosten. Und dann einfach alles wieder zusammengebaut, getestet und die Reifen drauf geschraubt. Jetzt habe ich gerade noch kurz vor Abend die hintere Seite noch abgefettet mit der Fettpresse und abgeschmiert. Und jetzt ist es auf jeden Fall wieder so, dass die Handbremse auch komplett aufgeht, wenn man sie aufmacht. Und man kann dann die Räder drehen, ist mal richtig angenehm. Ich versuche jetzt heute Abend noch geschwind hier vorne das aufzumachen, damit ich hier auch reingucken kann. Allerdings brauche ich hier jetzt eine 60er Nuss. Das habe ich keine, aber mein freundlicher Nachbar guckt gerade, ob er sowas Großes hat. So, ich war jetzt wieder eine Stunde unterwegs. 60er Nuss habe ich keine gefunden. Aber das hier, und mit Wagenheber und Klopfen haben wir es jetzt aufgekriegt. Wer hat gedacht, dass wir solche Schrauben haben im Auto? Ich habe den Schlüssel jetzt zurückgebracht, habe ihm 3 Empanadas bezahlt, hat er sich gefreut. Jetzt machen wir die große Schraube hier raus und versuchen das mal vorsichtig auseinanderzunehmen.
Also ich würde sagen, vom Ding her ist fast das gleiche wie hinter. Einfach ein bisschen kleiner. Und ich würde sogar sagen, dass es der gleiche Bremszylinder ist. Genau der gleiche Anblick wie auf der hinteren Seite. In dem Fall. Wir wissen ja, was zu tun ist. Sauber machen, ausschleifen. Und los. Die letzten 2 Stunden haben wir jetzt noch die Beifahrerseite gemacht vorne. Wie immer, wenn man was macht, das man am Anfang nicht kennt. Beim letzten funktioniert es dann am besten und man weiß genau, was man machen muss. Das war jetzt eigentlich die einzige Bremse von unseren 4, die wirklich noch richtig funktioniert hat. Die anderen haben echt nur so halblebig funktioniert und da sieht man mal, also wenn ich denke, wo wir überall rumgefahren sind durch die Berge. Aber ja. Ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben. Ich bin froh, dass es so geklappt hat und wir die Gummis hier gekriegt haben. Jetzt muss ich noch, morgen gehe ich los, kaufe noch Farbe für die Narbendeckel, weil mit der roten Grundierung gefällt mir das nicht. Das sieht aus wie das Rentier da mit der roten Nase. Und dann können wir das Bremsenthema abschließen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, gerade zu den Zylindern oder so oder Anregungen, klar, ich meine, man kann es immer anders machen, man hätte es wahrscheinlich auch besser machen können, nämlich mit neuen Zylindern. Für das, wo wir hier stehen auf dem Parkplatz und für das, was wir für Möglichkeiten hatten und so, haben wir das Beste draus gemacht. Und ich habe eigentlich echt ein gutes Gefühl, dass die jetzt dicht sind, auch dicht bleiben für eine Weile, für längere Zeit. Und ja, vor allem, dass die Bremsen wieder alle funktionieren. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so gemacht hättet oder ob ihr versucht hättet, welche zu bestellen in Deutschland oder weiß der Geier wo. Ich meine, hier kriegst du es echt schwierig her. Ich denke, du kriegst es, aber dadurch, dass wir nicht wirklich irgendwo hinfahren können, um was abzuholen, weil man nicht rumfahren darf, ist es halt echt schwierig. Als nächstes habe ich jetzt die Antriebswelle auf dem Plan. Das will ich morgen früh gleich anfangen, weil sich da ja das vordere Gelenk nicht mehr schmieren lässt. Ich schaue, dass ich auch das wieder filme. Die Filmerei ist halt ein bisschen schwierig, also Schrauben und Filmen ist schwierig. Man hat ständig schwarze Hände und muss dann auf der Kamera rumdrücken und alles. Aber ich versuche so gut wie möglich das festzuhalten. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Schraubervideo wieder. Bis dann!